Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Frauen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Frau, Mutter, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Frauen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Weiblichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jeder von uns wohnt. Über die Magie, die uns Frauen ausmacht. Hier erwarten dich tiefgreifende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen Weg als Frau. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimme und die Magie von uns Frauen weiterzutragen. In nächster Folge begrüßen wir Simone, eine 34-jährige Hebamme und vierfache Mama, die aus erster Hand weiß, wie bunt, herausfordernd und wunderschön das Leben mit Kindern sein kann. Ihre älteste Tochter wird dieses Jahr 10, ihre Jungs sind bald 2, 5 und 7 Jahre alt. Und ihr Alltag ist ein Balanceakt zwischen Familienchaos und kostbaren Momenten der Ruhe. Simone nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise der letzten 10 Jahre, in denen sie nicht nur unzählige Erfahrungen als Mutter gesammelt hat, sondern auch viel über sich selbst, das Frausein und die Dynamik zwischen Mutterrolle und Identität gelernt hat. Wie hat sie sich in dieser Zeit verändert? Welche Herausforderungen hat sie gemeistert? Und was bedeutet es für sie, Grenzen zu setzen, sich selbst treu zu bleiben und eine Familie zu führen? Das erfährt ihr in unserem Gespräch. Für mich ist die Simone eine Frau, die sich vom ersten Moment unserer Begegnung auf all das, was ich in ihr Leben gebracht habe, eingelassen hat. Und zwar richtig mutig. Streber. Eine Family hat mir das zum Abschluss geschenkt gegeben. Okay? Ich so, wow, das kann man machen. Ja, weil er hat so ein 3D irgendwas, Drucker in der Firma. Das kann man machen. Ja. Aber ich bin gerne Streber, das weißt du. Dann matchen wir uns sehr. Oder? Wo wir mittendrin sind. Nicht umsonst ziehen wir uns an, oder? Was heißt das für dich eigentlich, Streber sein? Streber sein. Was Ja? Streber sein bedeutet für mich, Ja, genau. ja, einen Perfektionsanspruch zu haben. Schon das Beste geben zu wollen, nicht irgendwohin unvorbereitet hinzukommen. Ich bin super gern Streber. Und bin zum Teil in vielen Sachen ein totaler Nerd. Ich weiß. Und das hat mich sehr weit oder halt an die Ziele gebracht in meinem Leben, die ich so erreichen wollte, also die ich mir vorgenommen habe. Obwohl ich sehr oft überhaupt nicht gewusst habe, was ist eigentlich mein Ziel. Und dann hat sich das Ziel immer mehr klar gezeigt. Und dann habe ich gewusst, wenn ich mich committe und sozusagen dieses Strebersein an den Tag lege, dann kann ich dorthin kommen. Ich bin jetzt 51 und ich finde, dass vor allem in den letzten 10 Jahren meines Lebens eine große Wandlung in diesem Streberdasein eigentlich passiert ist, dass ich entdecken durfte, dass noch viel mehr Commitment im Prozess des Loslassens passiert und Zulassens. Dass vieles, wo ich hinarbeite, erst dann
richtig möglich wird oder noch viel sich organischer entfalten kann und viel größer werden kann für mich und für alle um mich herum, wenn ich eigentlich loslasse Und dem Raum gebe. und dem Raum gebe. Aber dazu gehört, also wo man dieses Strebersein so transformieren kann, erstens im Loslassen und zweitens, dass du loslassen kannst, dich trotzdem noch viel tiefer mit dir verbinden musst. Ja. Und wenn man diese tiefe Verbindung zu sich selbst eigentlich spürt und sich mit sich selbst verbindet, dann auch in der Lage ist, viel mehr loszulassen. Und dass dieses perfekt zu sein, das zu erreichen und alles ganz strukturiert vorzuplanen, eigentlich wir deswegen machen, glaube ich, zum großen Teil. Erstens, weil wir uns selbst manchmal eigentlich gar nicht erlauben, weil wir glauben, wenn das nicht perfekt ist, sind wir nicht gut genug. Dann Und ist es nicht gut genug. Und dass die Perfektion darin liegt, dass man eigentlich auch nicht perfekt, dass es noch perfekter ist, wenn man auch nicht Perfektion zulässt. Ja. Absolut. Und da sind wir gemeinsam auf der Reise. Und manchmal zwingt uns das Leben eigentlich dazu, dass wir gezwungen sind, loszulassen. Immer mehr und immer mehr. Und dass indem wir loslassen, ein Leben passieren kann, von dem man sich eigentlich vorher gar nicht geträumt hat, eigentlich zu träumen. Und nachdem, ja, sag was dazu. Magst du was dazu sagen? Ja. Wenn ich so an meine letzten 10 Jahre denke, genau. ich bin jetzt bald 10 Jahre Mama. Also sind jetzt wirklich, meine Tochter wird jetzt 10, meine Älteste. Und wenn ich dran denke, was das für ein Prozess war, was da passiert ist in diesen letzten 10 Jahren, und da war das Loslassen immer ein Thema, weil du da nicht, der Perfektionismus, das funktioniert einfach nicht mehr, weil die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse haben und ihre eigenen Anliegen, und da steht so ein Mini-Me dann vor dir und spiegelt dich, und dann funktioniert der Perfektionismus nicht mehr. Dann musst du loslassen, musst du bestimmte Schichten von dir abschälen und schauen, was liegt da dahinter, was kommt da aus, was kommen da für Werte, was kommen da für Ängste, was kommen da für Sorgen. Ja? Und da muss man so viel loslassen von diesen immer zu planen und immer, dass alles vorhersehbar ist. Und immer sehr schwer, ich tue mir immer noch schwer mit Übergängen, mit nicht zu wissen, was passiert, was kommt, das nicht in der Hand zu haben, da einfach sich hineinfallen zu lassen und vertrauen zu müssen. Ja. Und wenn wir jetzt unseren Weg hernehmen, seit wann wir uns kennen, ist es echt schon ein sehr breiter Weg. Wie viele Jahre sind es? 15 Jahre. Sind 15 Jahre. Und für mich ein Riesengeschenk, dass ich seit 15 Jahren tatsächlich ein, glaube ich, gar nicht so unwesentlicher Teil deines Lebens sein darf. Dadurch, dass du zuerst als Studentin bei mir warst, also in meinem Leben warst, als Praktikantin in meinem Leben warst, als Schwangere und Gebärende, als Kollegin, als Freundin, ganz eine wertvolle Person in meinem Leben. Es ist richtig, richtig groß eigentlich. Und was alles in den letzten 15 Jahren alles passiert ist in meinem Leben. Ja. Und da durfte ich auch in dir beobachten, wie dieses Loslassen und in sich immer mehr in Ruhe irgendwie einkehren zu sich selbst sich manifestieren kann. Du hast das Ziel gehabt, du willst Jungkinder kriegen. Stimmt das? Jein. Ich glaube, so ein Punkt in meinem Leben war ja so, dass ich das Frausein so mit dem verknüpft habe. Mit der Mutterrolle. Mit diesen, okay, dass man richtige Frau oder dass man richtig Frau ist, wenn man auch Frau ist, wenn das alles so funktioniert, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, und das weißt du, war bei mir einfach immer Thema. Und dann so dieses Wissen, werde ich überhaupt mal natürlich schwanger werden, werde ich eigentlich mal Kinder haben, hat mir sehr viel gemacht, weil ich einfach das Frausein so an die Mutterrolle geknüpft habe.
bin ich dann richtig Frau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich junge Kinder haben wollte, aber es war einfach so, ja, Du wolltest. auf was wartest du? Auf was warten wir? Eigentlich, wenn ich jetzt so im Nachhinein mir denke, wenn ich damals darüber gedacht hätte, will ich jetzt ein Kind haben? Ich habe gesagt, na, wir haben eine Fernbeziehung geführt, wir haben nicht einmal zusammen gewohnt, wir waren auch verheiratet, aber... Wirklich, ihr wart schon verheiratet und habt noch nicht zusammengelebt? Bin kurz vor der Hochzeit ausgezogen, aus der gemeinsamen Wohnung in Graz, weil ich nach Kärnten kam. Weil du nach Kärnten gegangen bist. Und dann habe ich in Klagenfurt gelebt und mein Mann in Graz. Und wir haben uns Wochenends gesehen. Ja. Und so ist es die ersten 8 Lebensmonate an der größten, meiner ältesten Tochter eigentlich gegangen. Ja. Und würdest du sagen, dass du vielleicht diesen Weg der Mutterschaft eigentlich eingegangen bist, um dir zu beweisen, dass du eine richtige Frau bist? Zu beweisen, dass dein Körper das kann? Zu beweisen, dass mein Körper das kann. Weil du vom Außen suggeriert gekriegt hast? Genau. Dass das womöglich gar nie, dass es nie funktionieren wird in deinem Leben. Und kannst du dir meinen Schock vorstellen, wo der Schwangerschaftstest plötzlich positiv war. Was das dann gemacht hat in mir. Einerseits Freude, andererseits einfach nur Schock. Wie ist das jetzt gegangen? Kann das sein? Hast du? Ich kann mich das gar nicht mehr so erinnern. Das heißt, du hast damit zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal schwanger wurdest, gar nicht damit gerechnet. Dass es so schnell funktioniert. Wie beschreibt man so einen Schock? Mir habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich wirklich wächst da ein Kind in mir und will ich das jetzt überhaupt? Passt das jetzt schon in unser Leben hinein? Dann sind jetzt diese ganzen Fragen gekommen, was man sich wahrscheinlich vorher stellen hat. Ich bin jung, also über 23, glaube ich, das erste Mal schwanger geworden bin. Würde ich mir jetzt, diese Fragen würde ich mir jetzt ganz anders stellen. Und das wirst du gemerkt in verschiedenen Schwangerschaften, wie sich so die Sorgen, die Ängste verändert haben oder wie man das abwägt. Will man jetzt noch ein Kind? Also wenn zu mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, du wirst verheiratet sein und hast 10 Kinder. Also ich glaube, ich hätte die Laufschule angezogen und wäre davon gelaufen, ganz ehrlich. Also fragen ja ganz viele, wolltest du immer 4 Kinder haben? Na, das plant man nicht. Also ich nicht. Auf jeden Fall hast du für dich gewusst, es wäre schön, wenn dein Körper dir beweist, dass er das kann. Genau, und das hat er. Das hat er. Und als es aber so war es trotzdem ein Schock. Ja. Schon. Und wie wächst man da dann hinein? Wie würdest du deinen Prozess in der ersten Schwangerschaft eigentlich beschreiben? Wie wächst man dann in die Schwangerschaft? Und wie viel steht dir dann die Fachlichkeit, in der du ja zu Hause bist, eigentlich im Wege? Diese erste Schwangerschaft, das hat ganz viel mit Loslassen zu tun gehabt bei mir. Ich weiß nicht, wenn wir darüber geredet haben, aber es war ja schon mit Schwangerschaftstest positiv, hat ein besonderer Mensch in unserem Leben die Welt verlassen. Und 2 Monate später mein Opa und 4 Monate später meine Oma, also mit der ist ja über 5 Jahre so eine Bezugsperson war. Und da war ja sehr mit dem beschäftigt. Und war vielleicht auch gut so, dass ich mich nicht, bin das einfach so gewachsen. War die erste Schwangerschaft und fast ein bisschen nebenbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und glaubst du nicht, dass das, also wenn ich jetzt so an deine Seelen in deinem Leben denke, die sich da verabschiedet haben im Laufe der ersten Schwangerschaft, heute, so wie mir jetzt das Bild kommt, sehe ich das als ein Geschenk, weil ich glaube, dass ein Geschenk war, dass du einfach deinen Fokus vollkommen woanders hinlegen konntest und nicht diese Schwangerschaft dann zerlegen musstest in allen Facetten, sondern du warst schwanger und dein Fokus war einfach ganz woanders. Und eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, und das berührt mich so, dass ich Gänsehaut kriege, haben dir das Loslassen vorgelebt, gezeigt, wie das Loslassen geht, damit du, weil die Geburt ist nichts anderes als ein tiefes Loslassen, dass du dann dieses Loslassen für die Geburt von deiner ersten Tochter eigentlich vielleicht noch viel besser manifestieren kannst. Das ist schon ein schönes Bild. Und auch dieses Abnabeln ein Stück von der Ursprungsfamilie. Zu anderen Frau werden, noch einmal mehr
in die Rolle der Partnerin eintauchen und dann in die Rolle der Mama eintauchen, ist noch einmal ein dickes Durchschneiden der Nabelschnur letztendlich. Hättest du in dem Moment das so empfunden? Na, erst rückblickend. In der Schwangerschaft habe ich es eher schwer empfunden, eher als belastend. Rückblickend, ja. Absolut. Das ist total, also das Bild, wenn ich es jetzt hernehme, und ich finde, dass wir sehr oft einfach retrospektiv im Nachhinein ein größeres Bild und Sinn in Sachen sehen und betrachten können, als in dem Moment, wo ich vielleicht vor allem, wenn man jetzt also daran denkt, wo man eher mit Verlust und mit Loslassen von Menschen eigentlich beschäftigt ist und gar nicht sieht, was für ein Geschenk eigentlich auch darin liegt, weil wir mit unserer Zweidimensionalität, in der wir uns betrachten, also wahrnehmen, zum großen Teil gar nicht wahrnehmen können, wie groß das ganze Gesamte eigentlich ist. Ja, und weil du gefragt hast, das Fachliche, wie das loslassen überhaupt können. Ich habe zuerst gedacht, ich schaffe das sowieso alles alleine. Ich glaube, ich habe die angerufen, Mann, in der 30. Schwangerschaftswoche. Ja, und habe gesagt, hast du mir, Simone, um Himmels Willen, warum meldest du dich erst jetzt? Ja, weil ich vorher gedacht habe, ich schaffe das ganz gut und ich brauche da niemanden. Ja, und unter der Geburt haben mich, glaube ich, die Wehen, diese massive Kraft, einfach mir keine andere Möglichkeit gelassen, als mir meinen Kopf auszuschalten, nicht atmen zu können. Nachdem du ja schon vorher Frauen begleitet hast bei den Geburten, wie würdest du heute beschreiben, wie war dein erster Kontakt, weil du ja 4 Kinder hast, mit dieser Urkraft, die sich da entfaltet, dann unter der Geburt? Wie ist das, ich glaube, das ist interessant, also wenn man schon so viele Räume gehalten hat für Frauen, wo man diese Kraft von einer anderen Perspektive eigentlich betrachten konnte, wie war es für dich, das dann selbst zu spüren? Ja, wenn ich als Hebamme schon gearbeitet habe und das so gesehen habe, wie die Frauen zu Löwinnen werden, so Königinnen, ich mir das für mich selber nicht vorstellen kann. Ich habe das nie gedacht, dass die Kraft da in mir liegt. Und das war ein Riesengeschenk, das auch so zu spüren und zu spüren, hey, der Körper kann das. Und du hast gerade gedacht, du wirst das nicht überleben, aber hey, du lebst. Und du hast jetzt ein Kind vor dir in einer ich habe meine erste Geburt, ich habe 2 Stunden Wehen gehabt einmal, gell? Also das war ein Wahnsinnstempo und ich bin mit dem gar nicht so nachgekommen, mit dem Denken. Es wäre erst viel später. Viel später ist einfach, ja genau, dieses Verständnis gekommen und warum das jetzt so schnell war und warum, welche Kraft das wirklich war, was es mit mir gemacht hat. Ja. Wie würdest du dich heute beschreiben, wie dieses Hineinschlüpfen das erste Mal war, also das erste Mal Hineinschlüpfen in die Mutterrolle? Ich glaube, ich bin da mit diesem Perfektions- und Strebeanspruch hineingegangen, alles richtig machen zu wollen, 24/7 da zu sein, immer komplett aufzugehen in dieser Mutterrolle. Und ich habe sehr gestruggelt damit, mit diesem gesellschaftlichen, mit diesem Druck, du musst jetzt die kochende, backende, hühnerhaltende Mutter sein, die da 100% in dieser Mutterrolle aufgeht. Und es hat sich für mich nicht immer stimmig angefühlt. Ich habe gemerkt, okay, da ist noch mehr. Irgendwie Wie bist du geprägt worden? Zum Beispiel, was für ein Mutter-Frauenbild, aus welchem Mutter-Frauenbild kommst du eigentlich? Wie bist du als Kind geprägt worden im Frausein? Ja, gerade viel von meiner Oma, die ja viel zu Hause war und immer für alle da war, sich aufgeopfert hat. Also gerade dieses Aufopfern, das habe ich sehr stark erlebt, sehr stark. Und dann sich das herauszunehmen und zu sagen, also eben mit die große 4 Monate alt, wo ich angefangen habe, freiberuflich zu arbeiten. Also ich bin ja dann erst in diesen Schritt in die Freiberuflichkeit gegangen, erstmals mit dieser Erfahrung, das wirklich selbst erlebt zu haben. Ich glaube, aus der Kraft habe ich das dann auch gemacht. Und dann zu sagen, okay, mir macht das Spaß, ich mache das gerne, das ist ein Stück Selbstverwirklichung, ja, und ich brauche das auch. Ja. Haben immer ganz viel verglichen auch mit anderen, wie die tun. Und um meinen eigenen Weg zu gehen, zu sehen, was funktioniert für mich, was funktioniert für unsere Familie. Würdest du sagen, dass deine erste Tochter dich tiefer
zu dir selbst gebracht hat, dass du selbst dich und dein Gold und deine Essenz spüren konntest. Dass du dann noch einmal mehr gespürt hast, in welcher Art und Weise möchtest du jetzt in deinem Fall als Hebamme tätig sein. Und dass du noch einmal mehr gespürt hast, was ist gesellschaftlich irgendwie über dich drüber gestülpt und was willst wirklich du, wie willst du es leben? Ich glaube, da habe ich mehr Kinder dafür gebraucht. Vielleicht Hast du mehr Kinder dafür gebraucht? Ich glaube, das ist mein erstes Kind noch nicht so ganz durchgedrungen. Weil der Care war die Hülle einfach sehr, also er hat ein paar Hüllen gegeben. Das stimmt tatsächlich, ja, das glaube ich schon. Weil ich wollte ja eigentlich, ich persönlich wollte ja ganz einen anderen Weg gehen. Ich wollte Kostumografie und Szenografie machen und ich wollte es in Prag studieren, ich habe dann Publizistik und Medienkommunikation studiert und ich kann definitiv sagen, dass die Geburt meiner ersten Tochter, glaube ich, das war so eine tiefe Verkörperung von mir und so ein tiefes Hinspüren, was meine Essenz ist, was ich bin und was dieses Gold ist, was ich mit der Welt teilen mag. Und dass es nichts anderes gibt, als dass ich Hebamme sein möchte, auch wenn dieser Weg dorthin dann noch nicht so linear war, sondern noch Kurven gemacht hat, die vollkommen in Ordnung waren und wunderbar sind. Und definitiv haben dann alle anderen Kinder bei mir auch mich noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer verkörpert. Das geht gar nicht anders. Es kommt so viel vor, so viele Anteile, was du einfach sonst nicht sehen würdest. Und was hat sich für dich dann geändert im Hebammendasein? Dann hast du selbst das erfahren. Sehr oft ist es ja so, dass die Frauen das Gefühl haben, ach, wenn mich eine Kollegin betreut, die selbst noch keine Kinder gekriegt hat, die hat ja keine Ahnung und fühlen sich manchmal, also stoßen sie die Kollegen, also werten das so ein bisschen ab. Hat mich auch zu Notlügen vorgeführt. Davor. Haben Sie denn selbst kann sie Kinder? schon selbst. Natürlich. Ja, genau. Aber nach der Geburt, wie alt ist sie denn, die Kinder? Okay. Das stimmt absolut. Ja, genau, weil die Frauen da manchmal so eine Skepsis drin haben, dass man das, ich bin davon überzeugt, man muss nicht Kinder kriegen, damit man den Raum für die Frau gut halten kann unter der Geburt. Aber man muss sich selbst als Frau kennen. Man muss sich selbst als Frau und seine Weiblichkeit kennen, um das gut machen zu können. Genau. Und ich glaube, dass nicht der Weg immer über Kinder geht. Ja, genau. Manche Frauen finden das auf eine andere Art und Weise. Für mich waren es definitiv die Kinder. Und was hast du da als Frau gefunden in dir? Eben diese Stärke zu wissen, hey, ich bin resilient, ich bin widerstandsfähig. Unter der Geburt im Alltag mit den Kindern, es kommen immer wieder Herausforderungen, es kommt jeden Tag was Neues und wenn du denkst, das Fass ist ganz voll, dann kommt noch irgendwas. Oder denkst, wie geht sich das jetzt alles noch aus? Und dann zu sehen, einfach, boah, ich habe eine Wahnsinnsstärke in mir. Und die Stärke in die Frauen zu sehen und das herauszukitzeln, war die Ressourcen. Und hast du die Frauen als Hebamme dann auch noch einmal im anderen Licht gesehen, die du dann betreut hast? Und du selbst. Ja. Den habe ich jetzt einfach noch viel mehr Krone aufgesetzt. Wie war es für den Franz Josef eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf, aber er kommt aus einer Familie, er ist ohne Papa aufgewachsen. Und er wollte, glaube ich, das sehr gut machen und hat deswegen schon sehr viel Anteil genommen am Ganzen. Gell? Das ist ja auch eine Vätergeneration, die alles Pioniere sind, die erst heranwächst und mehr teilhaben und mehr da sind. Für ihn war es klar, dass er bestimmte Aufgaben übernimmt. Es war klar für uns beide, dass wir beide in Karenz gehen. Dass schon ein Stück weit Gleichberechtigung da ist. Natürlich liegt auf der Mama immer trotzdem ein bisschen mehr. Allein das Körperliche, allein das Stillen, das Schwangersein. Aber ja, er ist auch an dem gewachsen. Ist er auch gewachsen. Und
und konnte dir auch den Raum dafür gut halten, dass du diese Wege der Schwangerschaften oder der Geburten eigentlich gehen konntest. Gerade bei den letzten 2 Geburten, also den Hausgeburten, die du auch mitbetreut hast, glaube ich schon. Waren auch noch involvierter, gell? Wenn du jetzt so zurückdenkst, ich denke jetzt zurück. Habe ich beim ersten Mal das Gefühl gehabt, ich bin nur dankbar, dass ich überhaupt ein Teil davon sein darf. Und wenn ich da bin, dann bin ich für alles, was angenommen wird und sein darf, total happy. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Und wenn ich dann die 4. Betreuung hernehme, wo ich das Gefühl habe, ich verfließe eigentlich ineinander mit all dem, was ist und wie es dir, wie du es mir erlaubt hast eigentlich, ein Teil vom Ganzen zu sein, so ein selbstverständlicher Teil, wo sich diese unbewusste innere Angst vielleicht, dass es zu grenzüberschreitend sein könnte für dich, und dass ich eine Grenze überschreite, die für dich überhaupt nicht in Ordnung ist, wo sich das schon so viel, wie das schon einfach viel, viel, viel ruhiger war in dir. Und deswegen kann ich vom Außen einfach nur unterschreiben, was für eine tiefe Verkörperung die 4 Schwangerschaften in deinem Leben und die 4 Geburten und diese Transformation in dir, die stattgefunden hat, eigentlich vollzogen haben, ist einfach unglaublich. Ist einfach unglaublich. Und ich habe genauso, wie du jetzt sagst, immer das Gefühl gehabt, und wenn es schon intens ist, dann kommt noch etwas drauf und du wirst noch einmal herausgefordert, ob du das aushältst, ob du es halten kannst, ob ihr es halten könnt, ohne dass alles zusammenbricht eigentlich. Und wie viel Kraft da ist, von der du ganz sicher, von der jede Frau, aber du sitzt jetzt bei mir, ganz sicher nicht gedacht hast, dass du sie hast. Habe ich nicht, ne? Habe ich definitiv nicht gedacht, dass ich die Kraft habe. Die ersten 2 Kinder hast du in der Klinik geboren. Und dann könnte man sich natürlich fragen, wobei ich nie eine Wertigkeit hineinlege, was gut ist. Gut ist immer das, was die Frau spürt, dass es gut ist für sie. Entweder es ist eine kleine Klinik, wo sie ihr Kind zur Welt bringt, oder es ist eine große Klinik, oder es ist zu Hause, oder es ist eine ambulante Geburt, oder es ist eine Wehenbegleitung, ganz egal. Aber das Schönste, was passieren kann, uns allen, weil dann die Geburt einfach auch so läuft, ist, wenn die Frau spürt, was ist der richtige Weg für mich, oder genau. Und die Frauen unterschiedliche Überlegungen haben, wie sie darüber entscheiden, was der richtige oder der Ort ist, wo sie sich vorstellen können, ihr Kind zu gebären. Was waren deine Überlegungen in der Hinsicht, dass du, was hast du für dich gespürt? Wo sind die Orte? Das erste Kind, das war eigentlich nie zur Frage gestanden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe. Und ja, war für uns irgendwie logisch, wenn man einfach in einer Wohnung gewohnt war. Und da habe ich mich nicht so zu Hause gefühlt. Das war nicht so der Ort. Und da habe ich gewusst, okay, da bin ich aufgefangen, ich werde gut betreut, ich weiß, was auf mich zukommt, ich kenne es einfach. Und bei der 2. Geburt dann war ja die Entscheidung schon da zur Hausgeburt. Warum? Wir sind da gerade frisch ins Haus gezogen. Du wolltest das Haus segnen, sozusagen. Ich wollte das Haus segnen. Nein, ich wollte auch, okay, ich kann das und ich fühle mich da sicher und da bin ich zu Hause und da möchte ich bleiben. Ich glaube, es war bei der 3., 4. Entscheidung mal einfach, es kann mal eine Frage gestellt worden, gell? Auch von Franz Josef, ne? Der hat nach der 3. Geburt hat er gesagt, also nach der ersten Hausgeburt hat er gesagt, naja,
es war ein 4. Kind noch lange nicht in der Rede, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, naja, aber wenn es einmal so wäre, der Geburtsmodus wäre klar. Für ihn auch eine ganz andere Erfahrung war, gell? Und war schön. Und gerade so die letzte Geburt habe ich so richtig das Gefühl gehabt, okay, das war jetzt meine. Das war wirklich selbstbestimmt. Das war, ja. Und was hat, zum Beispiel, er hat 4 Geburten miterlebt. Er hat 4-mal diese fulminante Kraft miterlebt, die sich aus einer Frau entfaltet. Wie findest du, konnte er diese Kraft halten? Ich glaube, dass er trotzdem immer so ein bisschen mein Ruhepol war. Das war er von Anfang an. Und mir einfach, er war da, ich habe ihn jetzt nicht direkt gebraucht, weil ich wusste, er ist da. Er hat es nicht getan, er hat mich nicht angreifen dürfen, er hat nicht mehr machen dürfen, aber er war einfach da und das war mir voll, voll wichtig. Und dass er weiß, okay, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Ich bin halt so unter der Geburt. Ich habe gesagt, ich bin bei jeder Geburt lauter geworden. Du bist halt so unter der Geburt. Ich glaube, du darfst es dir erlauben, sonst auch vielleicht so zu sein. Ich bin auch im Leben extrovertierter geworden, als ich es vor 10 Jahren war, ganz definitiv. Schon, oder? Vor 10 Jahren wäre ich nicht da gesessen mit dir und hätte einen Podcast aufgenommen. Überhaupt nicht. Das macht schon offener. Gell? Aber so, ja. Und dieses Gefühl, das beim letzten war das schon, das allein, einfach ganz allein geschafft zu haben. Ja. War es im Moment der Geburt, du wolltest irgendwie, dass ich mich anders drehe, keine Ahnung. Ich meine, ich dachte mal, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe es nicht ausgesprochen. Und dann hast du gesagt, okay, ich misch mich nicht mehr ein. Das war so gut, aber bei mir zu merken, okay, da macht jetzt mein Ding. Findest du, dass es dir da, wenn wir jetzt diesen Satz hernehmen, misch dich nicht mehr ein, lass mich einfach in Ruhe. Ich bin ja davon überzeugt, dass unter der Geburt, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett einfach sehr vieles hochkommt, was man vielleicht lang unterdrückt hat, auch im Leben oder was unterdrückt wurde. Und wenn dann so ein Satz fällt, und es ist selbstverständlich, dass man die Frau dann in Ruhe lässt, dann ist das etwas, was ja meistens von woher kommt quasi. Findest du, dass du oft in deinem Leben nicht in Ruhe lassen wurdest und du nicht sein durftest, so wie du bist? Ich glaube, es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen. Und Gott, wenn du dann selbst durch diesen Prozess gehst und dann deine Grenzen spürst und die spüren darfst und dass deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen darfst und es wird einfach so angenommen. Ich glaube, das ist die schönste Erfahrung, was man machen kann. Und würdest du sagen, dass du womöglich selbst es dir manchmal vielleicht auch nicht erlaubt hast, einfach du zu sein und so zu sein, wie du es gespürt hättest, weil da vielleicht Normen und Glaubenssätze und ich weiß nicht, was uns so alles prägt im Leben. Und die Schule und ja, muss gut sein und ja, da sind wir wieder beim Streber. Ich muss da die Leistung bringen, weil dann schaffe ich es irgendwo hin, natürlich. Dass du selbst dir das nicht erlaubt hast, eigentlich diesen Raum einzunehmen Ganz und bestimmt. zu sein und dich ganz zu entfalten. Ja, ganz bestimmt. Weil sich da ganz viel einschaltet von was man von unserer Ursprungsfamilie mitkriegt, was man so einfach aus der Gesellschaft mitkriegt, wie man zu sein hat, wie man zu leben hat, wie man so zu sein hat als Mädchen, wie man zu sein hat als Frau. Ja. Haben dich deine Kinder dazu gezwungen, dich auch zu verändern und einfach nach ihnen zu schauen? Ja. Also meine haben mich ins Tiefste zerlegt. Also ich glaube, wenn man ich sag, Leute, die keine Kinder kriegen, und die müssen ganz viel Geld dafür ausgeben, dass sie zu sich selbst finden und sich selbst wahrnehmen beginnen und sich selbst spüren beginnen. Wenn man Kinder hat, man braucht nur jeden Tag hinschauen. Und dann sieht man
Ah, okay. Das sind dann so die kleinen Boden, was kommen und mit dem Spiegel so dastehen, und du denkst, war ich einmal so? Was triggert dich am meisten bei deinen Kindern? Was kann dich am allermeisten triggern? Diese Wut, was oft mal hochkommt. Gell? Warum diese triggert dich die Ungeduld. Wut? Ja, wahrscheinlich, weil ich das selber gehabt habe, diese Wut. Ganz bestimmt. Weil ich selber ein kleiner Wutzwerg war. Und Erlaubst du dir Wut heutzutage? ich kanalisiere die auf andere Art und Weise. Was machst du? Sport. Die Wut wird abtrainiert. Also Sport kanalisierst du die Wut. Ja, und das Atmen Und das jeden Tag entdeckt. Gell? Dass man das trotzdem mal spürt, das darf ja da sein. Ja, genau. Traust du dich? Lässt du es mir zu, dass du spüren darfst? Ja, definitiv. Ich kann es wieder zuordnen, was ich überhaupt alles spüre. Ja. Und das ist ja nicht nur Wut, es ist nur Traurigkeit, das ist auch ganz viel Freude, was man empfindet. Wie man da mit anderen mitschwingt, auch in Betreuungen, wie man da mitgeht und wie man sich wieder öffnen kann und wie die Frauen dann auch wieder anders spüren. Gell? Total. Also ich merke bei mir, alles, was ich mir erlaube, als Frau, als Human Being, alles, wo ich es mir erlaube, hinzuschauen. Alles, was in mir den Stein zum anderen versetzt und wo ich es erlaube, dass es passieren kann, gibt total der Frau, die ich betreue, meinem Gegenüber, die Erlaubnis, dass das sein darf. Und wenn ich versuche zusammenzuhalten und das auszuhalten, dann merke ich, dass auch im anderen eigentlich mehr Spannung da ist und mehr Nicht-Erlauben dessen, was eigentlich rauskommen will. Deswegen finde ich, dass unser Beruf so besonders ist, weil wir ja die Frauen genau in einer Phase betreuen, wo in ihr alles zerlegt wird, wo die Steine einfach zusammenbrechen. Wo dieser Übergang da ist. Und dieser Übergang da ist. Und ich glaube, dass es ein Geschenk ist an die Frauen, für die wir Raum halten, wenn wir mutig genug sind, für uns dahin zu schauen und diese Räume und diese Märchen und diese Glaubenssätze, Glaubensdings auch tatsächlich in der Arbeit, wenn wir es erlauben, dass das sich verändern darf, dass das zusammenbrechen darf, dann ist die Frau, dann machen wir dadurch die Frau, die wir betreuen, die Familie eigentlich viel freier. Wie siehst du das? Absolut. Ich bin so in den letzten Monaten eben den Schritt gegangen, dass ich sage, okay, ich lasse Berufliches los, öffne mich beruflich für Neues und merke erst jetzt, wie ich in ihm ankomme, wie ich in ihm aufgehe, wie sich da wieder Türen öffnen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Ja. Und klar, das ist in jeder Betreuung so, Ich hab vor kurzem war ich eingeladen in einen Podcast, wo ich Gast war, Hebammenkollegin. Und ich weiß gar nicht, wie der Kontext war, warum wir beim Dammschutz gelandet sind. Gell? Und Dammschutz ist ja dieser Akt, bevor das Kind geboren wird und es über den Damm drüber gleitet. Wir wollen diesen Teil der Frau zwischen dem Vaginaleingang und dem Anus schützen, damit der Kopfschön drüber gleiten kann. Und ich weiß, als ich noch viel mehr in der Lehre war, oder es gibt Diskussionen in unserer Hebammenwelt, wo wir dann darüber diskutieren, das ist der Wiener Darmschutz, das ist der Darmschutz und so ist er richtig und so ist er wichtig. Oder und dann macht man überhaupt? Ja, genau, da gibt es Diskussionen. Machen wir hands off, hands on, hands poised und so weiter und so fort, wo ich für mich schon längst entschieden habe, dass es überhaupt nicht darum geht, dass ich jetzt immer ein Dogma befolge, ich muss es machen, ich muss es nicht machen, sondern es hängt immer davon ab, wie die Geburt läuft, wie die Strukturen der Frau sind, wie die Geburt sich einfach entfaltet, ob ich dann meine Hand hingebe oder nicht. Und
dass wir womöglich sehr oft die Hand hinlegen, auch wenn es nicht notwendig ist, weil wir uns halten müssen, weil wir es womöglich nicht aushalten, die Hand nicht hinzugeben. Und je mehr, und das ist jetzt halt ein Beispiel, weil wir haben ja so viele Perspektiven, wenn wir Frau betreuen grundsätzlich, wo wir immer wieder hergehen können und uns fragen können, mache ich etwas jetzt? Mache ich eine Intervention aus einer Motivation heraus, weil das jetzt notwendig ist? Oder aus irgendeiner Angst? Oder aus einer Angst, die in mir hochkommt? Oder aus einer Angst, dass irgendwelche Instanz uns aus Nichtreaktion dann in Frage stellt. Oder weil es Konsequenzen gibt vielleicht oder so. Aber vor allem, wenn man nur diese zwei Aspekte hernimmt, wie viel in unserer Arbeit machen wir aus dem heraus, weil wir es nicht halten können, aus unserer Angst heraus, weil wir das Gefühl haben, das macht uns zu unsicher, wenn wir es nicht machen. Und wie oft sind wir ehrlich darin, in unserer Selbstreflexion hinzuschauen, geht es wirklich darum, Sachen so zu machen, weil man sie immer so gemacht hat, oder darf ich mir diese Freiheit erlauben und Mut auch zu haben, das zu hinterfragen, was muss ich machen und wo kann ich eigentlich, ohne dass irgendjemand was passiert, einfach Raum geben und vom Gas gehen, damit sich das entfalten kann. Und so geht es in jeder Betreuung von Schwangerschaftsanfang bis Wochenbettende und weiter. Erlebst du das auch so als Hebamme? Also ich glaube, je länger ich Hebamme bin, umso weniger mache ich eigentlich. Also wenn man mir manchmal, ich glaube manchmal, wenn man mir zuschaut oder so, würde man sagen, die kriegt Geld dafür, dass sie einfach nichts macht. Weil ich es noch einmal als größere Kunst sehe, mich in allem zu halten, damit die Frau sein kann. Und einfach da zu sein und wissen, ich halte mich, ich halte den Raum für die Frau, damit sie sein darf. Und es geht nicht um mich. Genau. Es geht absolut nicht um mich, sondern es geht um diese Frau. Und je mehr ich in Frieden bin mit mir und das alles aushalte, was hochkommt, umso einfacher wird es für die Frau eigentlich, weil ich sie entlasse, weil sie nicht mich tragen muss, so in einer Art und Weise. Und dazu muss sie mich spüren, dazu muss sie mich lernen zu spüren und muss sie meine Grenzen kennen. Immer wieder. Ich glaube, das ist so eine Herausforderung, dass man das immer wieder übt. Ja, sein Muskel. Menschen hat, die einem daran erinnern, wenn man das einmal nicht tut. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Jetzt habe ich einen Gedanken gehabt. Ja, gestern zum Beispiel. Gestern, als wir den zweiten Podcast, also die zweite Frau da war, mit der ich ins Gespräch gegangen bin, da habe ich so ganz gut spüren können. Also beim ersten war es so, dass ich einfach ins Gespräch gegangen bin und eigentlich, so wie du gesagt hast, eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was ich dazu gesagt habe. Warum bin ich jetzt eigentlich da? Okay? Und so bin ich durch das erste Gespräch gestern durchgegangen und beim zweiten durfte ich ganz, ganz, ganz gut beobachten, wie genau so viele Anteile in mir hochgekommen sind, die gesagt haben, ist das gut genug, ist das interessant genug, machst du das gut genug und bla bla bla. Also Mantren, die ich schon super gut kenne aus meinem Leben, die immer ein Teil meines Mantras sein werden, aber ich spüre mittlerweile diese Monkeys, die da auf meinen Schultern sitzen und kann ihnen sagen, schön, ich kenne dich schon sehr gut, aber eigentlich ist das kein Boss. Ja, genau, aber eigentlich finde ich es richtig gut gerade. Und gestern beim zweiten habe ich das echt gemerkt und gesagt, wow, das Mantra durfte wieder gesehen werden und ich durfte es wieder transformieren. Ja? Und das ist definitiv ein Mantra, was mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird. Aber es wird immer mehr Kabarett draus eigentlich, als dass ich es ernst nehme. Aber ich finde das auch so generell, oder
es ist nicht ein Frauenmantra generell. Bin ich gut genug? Mache ich das gut genug? Ja, also von Frauenmantras können wir, also ich bin davon überzeugt, dass es ein Frauenmantra ist. Dazu hat die Gesellschaft ganz viel dazu beigetragen, dass es so ist. Mit ganz vielen aufgeladen. Mit Die letzten 5000 Jahre Patriarchat haben definitiv nicht dazu beigetragen, dass die Frau das Mantra nicht gefestigt hat. Wenn man über so langen Zeit im Dasein, kollektiven Dasein eigentlich so unterdrückt wird und keinen Raum hat und keinen Wert hat und wir heute noch wissen, wie viele Übergriffe an Frauen eigentlich weltweit passieren, dass wir auf einem Fleck Erde leben, wo wir selbstverständlich tagsüber alleine auf der Straße unterwegs sein können. In der Nacht ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass wir eine Stimme haben, für unsere Stimme nicht getötet werden, dass wir es erlauben, diese Stimme auch zu zeigen, uns zu zeigen. Diese Geschichte ist eigentlich sehr jung und ich glaube, das ist ein generelles Trauma der Frauen, die in unserer Genetik drin liegt. Ja. Und dass man auch sieht, eine Frau glaubt, sie muss mindestens ein Drittel mehr leisten, dass sie so gut ist wie ein Mann. Das sieht man im gesellschaftlichen Spektrum, im beruflichen Spektrum, wenn sich die Frauen bewerben. Die Frauen verdienen noch immer ein Drittel weniger Geld für die gleiche Leistung. Und die Frauen dürfen heute studieren, sie dürfen arbeiten, sie dürfen sich verwirklichen, sie dürfen sich entscheiden, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Aber diese Entscheidungsfreiheit, was macht das mit uns? Was macht das, diese Entscheidungsfreiheit? Ja. Dann hast du dich entschieden für mehr als 2 Kinder und plötzlich wird aus dieser Entscheidungsfreiheit, naja, du wolltest ja 3, 4, 5 Kinder, jetzt hast du gefälligst in dieser Rolle zu bleiben. Aha. Ja, genau. Und so ein Kind, das wird noch so anerkannt, dann macht sie halt, das eine Kind, das ist halt okay und dann macht sie halt Karriere. Und diese Entscheidungsfreiheit wird ganz oft zum Entscheidungsdruck. Mhm. Mhm. Was? Ich habe oft gehört, diesen Satz. Ja, genau. Was war, weil ich habe ja auch 4 Kinder. Was ist das, wenn wir das jetzt hernehmen, du hast 4 Kinder, ich habe 4 Kinder. Was ist das, was du am meisten dir so anhören musstest? Oder was waren so Bemerkungen oder Sätze, weil du 4 Kinder hast zum Beispiel? Was fällt dir jetzt so ein? Ja, eben dieses, hast du das immer schon geplant, dass du 4 Kinder haben wolltest? Oder deine Kinder brauchen dich. Mhm. Die brauchen dich jetzt. Es ist jetzt kein Platz da zum Arbeiten, zum Lernen, für Fortbildungen, die wir halt gemacht haben, weil sie in dem Moment einfach ein Exit für mich waren, um mal wieder was anderes zu sehen, um was anderes zu hören. Mhm. Was Aber noch? Was noch? Ja, dieses schaut halt der Papa auf die Kinder, ist da, wenn ich unterwegs bin oder mit dir hätten wir da jetzt noch nicht gerechnet, weil dein Kind ist ja erst 3 Monate alt, gell? Du bist schon wieder allein unterwegs. Ja? Zum Einkaufen, oder? Zum Einkaufen. 2 Stunden für die Musikprobe. Das haben wir wieder rausgenommen. Und das war, glaube ich, für alle ein Learning, dass ich da hingehe, obwohl ich keine Kinder habe. Mhm. Welchen Satz ich sehr oft gefragt, also welche Frage ich gefragt gekriegt habe, war, du hast 4 Kinder. Sind die alle von einem Mann? Ah ja, das Kennst du das? Also sind die alle von einem, wie viele Männer gehören zu deinen 4 Kindern dazu? Ja. Einer. Und was ist jetzt? No, es ist, ja. Ich bin auch das schon an der Kasse wirklich gefragt worden. Also Einkaufen mit 4 Kindern ist ja generell so ein Ding, was ich nicht so gern oft mache. Weil einfach der Wagen voll mit Kindern ist und kein Platz mehr ist für Einkäufe. Aber dann bin ich wirklich auch gefragt worden. Ah ja, aber der Letzte, der schaut ganz anders aus. Der hat so einen anderen Vater. In der Kasse. Das empfinde ich oft da als Grenzüberschreitung. Das ist totale Grenzüberschreitung. Das ist totale Grenzüberschreitung. Und
Und ich war auch immer eine Mama, wo ich gewusst habe, ich liebe es. Meine Kinder haben mich unglaublich genährt. Ich hätte 10 haben können. Aber für mich war es immer ganz klar, dass das ein Teil meines Daseins ist, dass die auch einen Vater haben und dass ich auch andere Räume brauche, damit ich mich spüre. Und ich musste mir und muss es heute manchmal noch immer wieder anhören, wie das geht und was ich da mache. Und ich soll ja doch bei meinen Kindern sein. Das kann ich ja nicht machen. Das kann ja nicht gut für die Kinder sein. Gut sein für die Kinder. Und heute sagt es meine Mama nicht mehr. Aber ich habe mir von meiner Mama immer wieder anhören müssen, wurscht, was es war. Es ist ja vollkommen wurscht. Bei 4 Kindern gibt es eine Palette an Sachen, die man erlebt, wo man sagt, die Kinder sind nicht gesellschaftskonform, okay? Oder benehmen sich nicht so, wie meine Mama glaubt. Oder unsere Eltern noch geglaubt haben, wie sich Kinder benehmen. Weil wir es so getan haben, wie sie es wollten. Unsere Kinder machen es ja nicht mehr. Das ist deswegen, weil ich nicht so viel zu Hause war, weil ich gearbeitet habe. Das habe ich jetzt davon. Das sind wir wieder bei der Schuldfrage. Und dann denke ich mir, was machen wir Frauen da untereinander? Was machen wir da, dass wir so gut sind darin, uns eigene Gefängnisse zu bauen und uns abzuwerten? Da braucht es überhaupt keine Männer dazu, wobei ich einfach ganz klar sage, ich liebe Männer über alles. Also ich liebe Männer. Und das, was Patriarchat auch mit ihnen gemacht hat, dient es nicht. Und die meisten sind ja nicht freiwillig in diesen Rollen drinnen. Die sind gesellschaftlich bedingt. Und natürlich sind wir alle, die das verändern können. Aber letztendlich ist das System so aufgebaut, dass es eigentlich gar niemanden im Außen mehr braucht, außer ein Frauenhaufen, das es schafft, uns klein zu machen. Diese Scham und Schuld und was ist richtig und was ist eine richtige Mutter, was ist eine richtige Frau, was ist eine richtige Mutterschaft, was ist Partnerschaft. Und das verbaut dir das, dass du dich als Frau kennenlernst, dass du dich als Frau spüren lernst, dass du, ja, absolut. Ich finde, das ist echt so ein Dreieck zwischen Identität, eigener Identität, Selbstverwirklichung und auch diese Bedürfnisse der Familie. Ja. Das ist schon irre. Fällt mir jetzt eine Geschichte ein, wenn wir darüber reden. Ich reise für mein Leben gerne. Ich liebe es einfach, andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen. Und als mein Ex-Partner er hat Flugangst, also er wollte eigentlich nicht wirklich reisen. Und zwischen 23 und 40 habe ich 4 Kinder geboren, 2 Ausbildungen gemacht, mich selbstständig gemacht. Also ist ganz viel passiert. Und ich habe gewusst, mit 40, ich möchte mir meinen Wunsch erfüllen und ich möchte mir selber, das habe ich ja alles selber mir bezahlt und geschenkt. Ich möchte mir zum 40. Geburtstag 40 Tage Reise schenken. Also ich möchte 40 Tage lang auf Reisen sein. Und habe das dann auch gemacht. Und das war eine Reise in Südostasien und in Australien, die über Weihnachten und Silvester gegangen ist. Weihnachten, 4 Kinder, natürlich strebsam. Noch nie hatte ich so viel alles beieinander wie diese Weihnachten, weil ich natürlich schon im November alles vorbereitet habe, weil ich am 14. Dezember weggeflogen bin, dass da alles ja perfekt ist, okay, alles war vorbereitet, damit die Weihnachten überleben, ohne Mama. Und im ersten Moment habe ich schon gedacht, kann ich wirklich zu Weihnachten nicht zu Hause sein? Und für mich hat es sich dann total gut angefühlt. Und ich habe gewusst, dass mein Ex-Partner, meine Mama, meine Kinder, dass die das wunderbar schaffen, auch wenn ich zu Weihnachten einmal nicht zu Hause bin.
Und ich konnte da total loslassen und diese Zeit richtig genießen. Und ich hätte nicht einmal das Gefühl gehabt, dass es denen zu Hause nicht gut geht. Aber als ich zurückgekommen bin, habe ich durch Feedback und Sätze, die Kinder sind ja sehr ehrlich und wiederholen Sätze, die sie so im Außen gehört kriegen oder Fragen, die sie gefragt werden, wie sie mir das dann zurückgebracht haben, von wie vielen Menschen, vor allem Frauen, sie gefragt wurden, weil die Welt da draußen mitgekriegt hat, dass ich nicht da bin, ob es wirklich so ist, dass die Mama nicht da ist zu Weihnachten und wie es ihnen wohl geht, dass die Mama nicht da ist zu Weihnachten. Frauen, vor allem Mütter, haben das meine Kinder gefragt. Ich glaube, sie haben wertfrei gesagt, ist ja alles in Ordnung, also ist ja alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, es ist schon echt spannend, wie wir eigentlich, wie viel Energie wir Frauen verbrauchen können dafür, dass wir die Frauen untereinander nicht stärken und sie anfeuern und sie, sie einfach dafür loben, wenn sie kreieren, wenn sie ihre Träume leben, wenn sie sich verwirklichen, wenn sie ihr Gold nach draußen bringen. Wie viel Energie es uns kostet, dagegen zu arbeiten und wie großartig es wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass das unsere Grundnatur ist, unsere weibliche Grundnatur ist, dass wir eigentlich kollektiv uns freuen dürfen können, wenn andere größer werden. Genau. Absolut, absolut. Und das nachher zu sehen, okay, die ist Mama und der geht es eigentlich ganz genau gleich wie mir. Allein das stärkt schon so. So Mama-Baby-Treffs, Mütterrunden. Ich kenne jetzt gerade auch Mütterrunde, was sich so entwickelt, die sich einfach monatlich treffen und sich austauschen. Und das ist wunderschön, wie das stärkend sein kann. Gell? Und dann auch zu sehen, ja, auch wenn ich in unser Familienleben denke, wie chaotisch das manchmal abbrennt. Und wenn ich so Frauen betreue, die dann zu mir sagen, du bist sicher voll super entspannte, ruhige Mutter, weil ich das halt in der Rolle als Hebamme so die Geduldigende, die Raumhaltende bin. Und das wird dann also gedacht, wow, und dann sieht man vielleicht mal ein Familienfoto von uns, wo alle Kinder lachen, wie viel Schüsse wir da gebraucht haben für dieses Foto und wie sehr wir uns zum Kasperl machen haben müssen hinter der Kamera, damit einmal alle Kinder lachen und nicht einer beleidigt ist, weil der andere irgendwo bei einem anderen angekommen ist, keine Ahnung, was wirklich dahinter steht. Und wie kann man so sagen, hey, bei uns es ist ganz oft Chaos und es sind so viele Herausforderungen und ja, es gibt sie manchmal die Entspannung und diese Harmonie und die braucht man so ganz dringend, aber ich glaube, von dem, wann man wächst, sind wirklich diese Herausforderungen und das, wo es nicht rund läuft. Was möchtest du, weil du hast ja 3 Söhne und eine Tochter, was möchtest du ihnen mitgeben fürs Leben? Was wäre meine Tochter oder meine Söhne? Ja, sagen wir mal, mach mal deine Tochter. Was möchtest du deiner Tochter weitergeben? Dass sie alles schaffen kann, dass sie Vertrauen hat ins Leben. Dass sie diese Bedingungslosigkeit da, dass sie immer zu mir kommen kann, dass sie immer zu uns kommen kann als Eltern, egal was sie gerade verbockt hat. Fordert sie dich heraus? Sie ist gerade so beginnende Pubertät, also ja. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn sie das aber vielleicht irgendwann anhören wird. Naja, dann will sie sagen, meine Mama hat ehrlich gesagt, ich bringe sie an ihre Grenzen. Das will sie denken. Was in ihr bringt die am meisten an deine Grenzen? Was triggert sie am meisten, wo du dann denkst? Ja, gerade so diese Wut oder dieses Zurückreden, wo sie so schnippisch wird oder wo mir es einfach so Feuer auf Feuer begegnen. Hast du dich das getraut? Als 10-jähriges Mädchen? Ich höre schon immer wieder auf meine Eltern, naja, die kommen ganz nach dir. Also ich denke, ich habe oft auch gefeuert, ja. Und ja. Und die Jungs, was möchtest du deinen Söhnen mitgeben? Was möchte ich meinen Söhnen? Ich glaube, genau dasselbe. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Dass sie einfach, 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 dass sie
Was würdest du sagen, ist das größte Gold oder der größte Schatz, den wir Frauen in uns tragen? Das ist also individuell. Ich glaube, jeder bringt irgendwas in die Welt, was ein Schatz ist und was ein Gold ist. Aber was ist an Frausein noch einmal ganz besonders? Ich kann das jetzt echt nicht so mit einem Satz beantworten, was an Frausein besonders ist. Was ist Wenn bei man so dir jetzt? Was ist bei dieser Frau, die vor mir sitzt, im Vergleich zu dieser Frau, die noch meine Studentin war? Was würdest du sagen, ist dein größter Schatz? Ich weiß, wie ich mich spüren kann. Ich habe das Gefühl, irgendwie angekommen zu sein jetzt. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, angekommen zu sein und zu wissen, ja, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Ohne, dass ich irgendjemand anders gefallen muss. Ohne, dass ich irgendwen anderes für jemand anderes was tue, sondern ich mache das für mich. Das heißt, einfach es zu erlauben und zuzulassen, zu spüren. Genau. Und wissen, es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich darf das. Du darfst das. Und natürlich, wenn man sich so offen zeigt, wenn wir so offen miteinander reden, man zeigt sich sehr verletzlich. Man wird bewertet, weil man irgendwas in einem anderen vielleicht wieder triggert oder irgendwas hervorruft. Hat wahrscheinlich nichts mit einem selber zu tun. Aber das zu wissen, okay, ich darf triggern. Und ich halte es aus. Ich bin jetzt mutig genug, das auszuhalten. Und dass man sich nicht, wenn das in anderen was auslöst, sofort selbst in Frage stellt, oder? Genau. Ich sehe auch, also ich finde ganz ein großer Schatz, den wir Frauen in uns tragen, ist, dass wir uns vielleicht noch mehr erlauben, alle Gefühle zu fühlen, alle Emotionen zuzulassen, ohne sie zu bewerten. Wenn wir das schaffen, wir viel mehr in das Gefühl für uns selbst eigentlich kommen. Und wenn wir uns selbst fühlen, dann können wir richtig aus uns kreieren, ganz egal was. Und dieses Urvertrauen, also, das ist, glaube ich, so eine Basis. Und ganz ehrlich, das habe ich gekriegt, dieses Vertrauen wieder in mich, in meinen Körper, habe ich gekriegt durch meine Kinder. Und zu wissen, am Ende wird es gut und irgendeinen Grund hat es schon, warum so gewisse Sachen, Situationen, Herausforderungen kommen. Gell? Voll schön. Danke dir. Danke, Sarah. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimme und die Magie von uns Frauen weiterzutragen.